Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext, auch heute zu einem zeitgeschichtlichen Thema, und zwar Verschwiegenes zum 30. Januar 1933. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das sind die Papageien, die sich morgens immer freuen, dass die Sonne aufgeht, also lasst euch davon nicht stören, ich liebe diese Papageien. In unseren Geschichts- und Schulbüchern ist Mantra gleich die Fake-Geschichte von Hitlers Machtergreifung zu lesen. Alleine schon der Begriff suggeriert eine illegale und vielleicht sogar kriminelle Handlung. Beides war jedoch nicht der Fall. Aber so arbeitet die einseitige, tendenziöse und suggestive deutsche Geschichtsschreibung nun mal. Adolf Hitler hat die Macht nicht ergriffen. Ihm wurde die Macht übergeben. Ja, sie wurde ihm nach langem Zögern sogar auf dem silbernen Tablett serviert. Alle politisch Verantwortlichen wussten, dass in den kommenden Jahren das von ihnen so ungeliebte Parlament nichts mehr zu sagen hatte. Sie wollten es sogar. Demzufolge war Hitler auch ein Instrument, die nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegern aufoktroyierte Demokratie endlich abzuschaffen, die den Menschen nur Not und Elend gebracht hatte in der Weimarer Republik. Auch die SPD trug einen erheblichen Teil dazu bei, Hitler ins Amt zu hieven. Dazu habe ich schon verschiedene Videos gemacht. Und hier in meinem Buch ohne SPD wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, habe ich das Ganze verfassungsmäßig auf verfassungsmäßigen Quellen basierend und Verfassungsrechtlern abgesegnet, dokumentiert. Deshalb wurde dieses Buch bisher auch noch nicht von den Genossen angegriffen, weil sie keine Handhabe haben. Die Diktatur Hitlers entstand nach einem wohldurchdachten, konsequent ausgeführten juristischen Plan und auf legalem Weg. Der Entwickler dieses legalen Weges war Innenminister Wilhelm Frick. Hermann Göring übernahm die praktische Umsetzung. Die Elemente, auf denen die Diktatur aufbaute, waren in der Weimarer Republik bereits angelegt. So begann die Gleichschaltung der Länder bereits unter Brünings Kanzlerschaft, und auch Ermächtigungsgesetze waren in der Weimarer Republik nicht unbekannt. Es gab sie dort auch schon. Also es war nicht so, dass Hitler die Gleichschaltung erfunden hat und die Ermächtigungsgesetze. Nein, diese Instrumente gab es schon in der Weimarer Republik. Und Innenminister Frick, für mich einer der intelligentesten Nazis, hat diese Instrumente geschickt genutzt, um Hitler den Weg zu bereiten. Die Juristin und Historikerin Irene Strenge schrieb, ich zitiere, Hitler sollte engagiert werden, um eine Diktatur zu errichten. Der Engagierte tat, was er sollte, und errichtete die Diktatur. Er benutzte dabei Mittel, die die Engagierenden, Papen, Hindenburg und Co., selbst angewendet hatten. Da die Engagierenden dieses Mittel selbst geschaffen hatten, war durch die Anwendung dieser Mittel durch Hitler kaum eine Zähmung möglich und von den Engagierenden übrigens auch gar nicht gewollt. Als Hitler aber diese Mittel angewandt hatte, war die souveräne Diktatur errichtet und nun gab es nichts mehr zu zähmen. Zitat Ende. Verschwiegen wird also in den Lückengeschichtsbüchern, Hitler wurde engagiert, um legal eine Diktatur zu errichten. Innenminister Frick bediente sich nach dem 30. Januar 1933 den Verordnungen der Weimarer Republik, die dort bereits wortwörtlich ausgearbeitet und zum großen Teil bereits angewendet wurden. Die juristischen Grundlagen zur Installation einer legalen Diktatur waren in der Weimarer Republik also schon weitgehend angewendet worden und auch keine Erfindung der Nationalsozialisten. Weitere wichtige Anmerkungen zu diesem für die Deutschen damals so denkwürdigen Tag, dem 30. Januar 1933.
die im Allgemeinen falsch oder nicht vollständig wiedergegeben werden. Erstens, der 30. Januar 1933 war nicht der Tag der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, sondern der Tag der Machtübergabe in sehr begrenztem Umfang an den Reichskanzler Hitler. Oder wie Papen es ausdrückte, wir haben ihn, also gemeint war Hitler, wir haben ihn uns engagiert. Selten hatte ein Reichskanzler, und das ist jetzt wichtig, weil das normalerweise immer verschwiegen wird, selten hatte ein Reichskanzler wie Hitler so wenig, ich wiederhole, so wenig Einfluss auf die Zusammenstellung seines Kabinetts genommen. Die meisten Minister waren nämlich von Papen und von Hindenburg ausgesucht worden und Hitler hatte dieses hinnehmen müssen. Die wesentlichsten von ihnen kannte Hitler nicht einmal persönlich. Drittens, anfangs war Adolf Hitler keineswegs der allmächtige Kanzlerdiktator, wie er in unseren Geschichts- und Schulbüchern fälschlicherweise dargestellt wird. Anfangs, in Wahrheit, war er kaum in der Lage, dem Kabinett seinen Willen aufzuzwingen. Er konnte lediglich in den engen Grenzen der Koalitionsabsprache mit Papen und Hugenberg taktieren. Hitlers Macht war eng begrenzt. Die Reichswehr war Hindenburgs Domäne. Papen kontrollierte das Reichskommissariat von Preußen und Hugenberg genoss als Reichswirtschafts- und Ernährungsminister sowie kommissarischer Leiter der preußischen Ministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft und Arbeit den Ruf eines Wirtschaftsdiktators, nicht Hitler. Diese wesentlichen Umstände werden von politisch korrekten Historikern gewöhnlich nicht beachtet und von den Medien natürlich verschwiegen. Sie suggerieren, nach dem 30. Januar war sofort Hitlers Allmachtsdiktatur tätig. Es ist also eine Lüge. Einen starken Hitler, der von Beginn an seine Macht ausübte, hat es nicht gegeben und ist eine Erfindung von Autoren und Historikern. Verschwiegen ist auch, ich wiederhole, Hitler hat die Macht nicht ergriffen, sie wurde ihm übergeben. Demnach ist der Begriff Machtergreifung eine weitere politisch korrekte Historikerlüge. Die alten Machtgruppen in Politik, Militär und Wirtschaft arrangierten sich mit Hitlers Kabinett und Führungskreis, zumal sie ähnliche Ziele verfolgten. Schaffung eines autoritär-nationalistischen Staates, Ausschaltung der marxistischen Linken, Verstärkung der Aufrüstung, Rückkehr zur Großmachtpolitik. Darüber hatte nicht Hitler alleine befunden, wie fälschlich dargestellt, sondern er hatte sich mit Papen, Hugenberg und Hindenburg darüber verständigt. Der Triumph der Nationalsozialisten war zugleich eine Demütigung der KPD. Als Hitler die Macht übergeben wurde, waren die Kommunisten in Hab-Acht-Stellung, ihre Waffen griffbereit. Und es dauerte nicht lange, da wurde auch schon der erste Nationalsozialist erschossen. Auch das wird normalerweise nicht erwähnt. Noch am Abend des 30. Januar 1933 wartete die kommunistische Häuserschutzstaffel mit dem Namen Max Hölz in Klein-Wedding auf SA-Männer. Beleidigungen wurden ausgetauscht, Fäuste geschwungen, Schüsse fielen. Der SR-Mann Eberhard Maikowski wurde tödlich getroffen. So ging der Tag des Triumphs der Nationalsozialisten mit einem toten SA-Mann zu Ende. Alles zur Machtergreifung könnt ihr in meiner hochbrisanten Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, schon alleine dieses eine Korrektur provoziert ja die meisten, obwohl sie damit suggerieren, ich korrigiere im Positiven. Und genau das ist aber der Trugschluss. Ich korrigiere nicht im Positiven, ich korrigiere objektiv. Objektiv. Und das vergessen auch manche Leute, die Kommentare schreiben, dass sie schreiben, ja, das ist ein Nazi, der schreibt für den Kopfverlag, bla bla, also die üblichen Beschimpfungen, gut.
Ich glorifiziere Hitler nicht, aber ich dämonisiere ihn auch nicht. Ich stelle ihn oder ich will ihn so darstellen, wie er war, ein Kind seiner damaligen Zeit, und ich will objektiv darüber berichten. Aber alleine schon das Objektiv ist für die linken Antifas schon eine totale Demütigung. Aber egal, ich mache weiter. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelkrank.de bestellen. Dort gibt es jede Woche einen neuen Artikel, auch nicht nur über zeitgeschichtliche Themen, auch über aktuelle. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.